Herzlich willkommen und schön, dass du dich entschieden hast, bei diesem Online-Kongress dabei zu sein. Mein Name ist Oliver Albrecht, ich bin Regisseur und Medienexperte und heute geht es um das Thema Film. Ja, du kannst es wahrscheinlich schon erahnen. Was macht Licht mit einem und warum brauche ich eigentlich Film für mich? Warum brauche ich Film auf meiner Webseite? Wie hilft mir das in meiner Positionierung? Wie hilft mir das in meiner Sichtbarkeit weiter? Was ist eigentlich Film? Lass uns kurz darüber sprechen, was ist Film und wo kommt dieses Gefühl her von, das fühlt sich ja schwer an, vor eine Kamera zu gehen. Als Regisseur darf ich dir sagen, es ist so dieses erste Gefühl, ich kenne das auch noch, sich vor eine Kamera zu setzen und dort in so einen Plastikkasten reinzusprechen, ist unglaublich unangenehm. Man redet ja nicht mit einer Person, sondern man redet mit irgendeinem Kasten. Man weiß auch nicht, ob da jemand zuschaut oder wie viele zuschauen. Und natürlich auch das Gefühl, ja, was ist denn, wenn ich doof rüberkomme? Ich kenne dieses Gefühl auch noch und ich will dir das als allererstes wegnehmen. Ob du dich mit jemandem unterhältst, ob du ein Foto von dir postest oder ein Video machst oder was auch immer du tust, es wird immer dieses Gefühl da sein von, naja, ich weiß ja nicht, ob das jetzt so angenehm ist. Aber dieses Gefühl, ja, das ist da, nimm das an. Na? Jetzt gehen wir aber mal so ein bisschen von diesem Gefühl rüber, auch in, wie kriege ich das aus meinem Kopf raus? Weil das ist nur in deinem Kopf. Das ist wirklich nur so eine Sache von, naja, was wäre denn, wenn mich jemand bewertet? Was wäre denn, wenn jemand mich kacke findet? Oder wenn jemand das, was ich mache, nicht als schlau empfindet? Oder jemand hat mehr Ahnung? Das ist übrigens eines der häufigsten Themen, die ich von Mentees höre in unserem Programm. Dieses, naja, was ist denn, wenn jemand denkt, ich wäre doof oder der weiß mehr als ich? Ganz entspannt. Alles, was du vor einer Kamera erzählst, ist erstmal dein Wissen. Ist deine Ahnung und das, was du machst. Es wird immer jemanden geben, der das Ganze widerlegen kann oder der eine andere These hat. Was aber sehr, sehr wichtig ist, ist, wenn du so Content rausgibst oder du machst etwas mit Video oder machst etwas mit Film, dann geht es nicht darum, was du machst, sondern dass du machst. Also kurzum, in dem Moment, wo du dich vor eine Kamera setzt und darüber sprichst, was du tust oder was du machst, gibst du schon viel mehr raus von dir als die anderen. Weil ein Bild zu posten, das kann echt jeder. Ein Text zu schreiben kann auch fast jeder. Aber ein Video zu veröffentlichen und seine Meinung da auch mal kundzutun oder mal dafür zu stehen, was du tust oder was du denkst oder deine Expertise zu zeigen, das macht nicht jeder. Und die große Herausforderung ist, einfach diesen kleinen Sprung zu machen. So, ich gehe mal rüber, warum ist denn Video gerade so wichtig? Ich arbeite sonst mit Kunden wie Hermann Scherer, Tobias Beck, Dennis Scharnweber, der Business Factory, Speak Club und vielen anderen Events. Und immer wieder ist es mit den Kollegen, egal wie groß oder wie klein die sind, ein und dasselbe Thema. Wie schaffe ich es, meine Kunden besser zu erreichen? Und ja, wir können Presseartikel veröffentlichen. Ja, wir können in einer Zeitung stehen. Und ja, wir können auch auf Bühnen sprechen. Aber wenn du etwas wirklich Schnelles als Medium haben willst, nimmst du Video. Denn es gibt, ich würde jetzt mal behaupten, drei richtig geile Sachen, die du damit machen kannst. A, du kannst ein Video aufzeichnen und du kannst dann hier zeigen, was du denkst oder wie du bist und man kann dich wahrnehmen und fühlen. Punkt 2 ist, du kannst aus dem Video auch ein zweites Medium kreieren. Nämlich zum Beispiel ein Podcast. Wenn dein Ton richtig, richtig gut ist, wie dieser jetzt hier zum Beispiel, dann kann ich das in einen Podcast wieder mit reinnehmen und kann das doppelt verwerten. Und jetzt kommt das nächste, ich kann daraus auch noch was Drittes kreieren und zwar mein Content für Social Media. Ich kann also aus diesem Ding, was ich hier mache, mir da 1 Minute, da 2 Minuten rausnehmen und kann dann Content draus kreieren. Warum Content? Naja, weil ich gebe im Social Media erstmal so 1, 2, 3, 4 Minuten raus, dass jemand so reinfühlen kann, was ich tue, was ich mache. So, und wenn der dann sagt, habe ich Bock drauf, dann kann der die Plattform wechseln, zum Beispiel auf meine Webseite, wo das Video verlinkt ist. Das Video ist ideal bei YouTube hochgeladen, das heißt, der geht auf meine Webseite, schaut sich das Video an, weil er sagt, okay, krass, da kriege ich jetzt mehr. Dann ist das eine Playtime, also eine Spielzeit, eine Laufzeit, die sich auf meine Statistik bei YouTube auswirkt und schon rankt mein Video bei YouTube besser. Und je besser mein Video bei YouTube rankt, desto besser rankt das auch bei Google. Wenn ich jetzt also noch einen Blog habe und dann noch ein Text unter dem Video drunter steht, rankt auch mein Blog. Das Krasse ist, ich schaffe also mit einem Medium gleich mehrere Sachen anzuspielen. Ich schaffe, meinen Social Media Content zu pflegen.
Ich schaffe meine Website oder meinen Blog zu pushen. Ich schaffe es, meinen YouTube-Kanal damit zu pushen. Und wenn ich das auch noch verwerte als Podcast, dann habe ich noch das Medium Podcast. Ich kann also durch Video rasant Fahrt aufnehmen in all meinen Marketing-Szenarien. Das ist Video. Und es klingt immer so, ich brauche noch 30.000 Sachen, um ein Video zu machen. Also, damit du das mal so ein bisschen mitbekommst, ich blende dir das auch mal ein. Ich werde jetzt hier einfach mal einen ganz kurzen Break machen und dir das Behind the Scenes schicken, wie das hinter diesem Video aussieht. Und zwar, welche Lampe habe ich hier, welche Lampe habe ich über mir, was habe ich hinter mir, warum habe ich hier ein Mikrofon und wieso sieht das jetzt so aus, wie das aussieht. Das zeige ich dir jetzt im Behind the Scenes. Wir sehen uns gleich wieder. So, meine liebe Community, heute nehme ich euch mit hinter die Kulissen. Ich zeichne heute ein Modul für einen Online-Kongress auf und was habe ich im Einsatz? Einfach, dass ihr das mal seht. Ich zeige dir jetzt schon das 50.000. Mal, das ist die Nice Photo 90 cm Softbox. Vorne ein Gitter, damit das Licht ein bisschen softer wird. Godox SL150W und nur, dass ihr mal die Settings auch seht. 10% Licht. So, die scheint hier auf mich rauf. Dann vorne das VideoMic Rode NTG mit dem Windfilter, auch dass ihr hier mal die Settings seht. Ich habe in dem Fall den High-Pass an, also dass er nochmal die hohen Töne höher hebt. Das liegt nämlich daran, dass wenn dieses Ding drauf ist, sind die hohen Töne nicht ganz so da. Habe entsprechend 7 gewählt, hier unten habe ich keine Einstellung und gehe das in die Blackmagic rein. Habe ich an der Blackmagic einen Monitor, dass ich mich auch selber sehe, macht ja Sinn. So, dazu noch einen extra Akku dran. Um ein sogenanntes Headlight auf 5600K, ich glaube 5600K. Ich müsste lügen, wartet. Da steht's. So, und dann haben wir hier nochmal entsprechend 50 Frames, 100er Shutter Speed, 2.6. Würde hier bei dem Setup voll reichen. Habe ich halt von oben nochmal das Kopflicht, dann habe ich natürlich mein normales Studiolicht. Und hier hinten habe ich nochmal eine Lampe, um den Hintergrund ein bisschen auszuleuchten. Ich zeige euch jetzt mal, wie das aussieht, wenn ich mich davor setze. Zack. So, ich zoome mal ein bisschen rein, dass man das halbwegs sieht. Das ist natürlich hier eine schwierige Qualität. So, ich mache das Handy mal ein bisschen runter. Zack. So, dann könnt ihr sehen, was der Zuschauer am Ende sieht. Also es ist schon eine sehr, sehr schöne Perspektive. Ich zeige euch natürlich dann im Online-Kongress von der lieben Frau Behrens dann auch mal, wie das Ganze dann wirklich aussieht. Da geht es heute um das Thema Film und warum das so wichtig ist. Und ihr seht, ich habe den Monitor genau unter der Linse, dass wenn ich quasi mal kurz auf den Monitor runtergucke, es nicht ganz so da ausweicht. Je nachdem, wie weit man weg ist, fällt das mit dem Runtergucken auch gar nicht mehr so auf. Ich zeige das mal, dass ihr das mal seht. So, jetzt gucke ich genau in die Linse und jetzt gucke ich mal kurz auf den Monitor und wieder auf die Linse. Also ihr seht, es fällt nicht ganz so doll auf. So, das Licht hier sorgt ja dafür, dass ich hier vorne dass ich hier dieses Licht habe und hier oben das Headlight. Das sieht man hoffentlich ganz gut. Nee, das sieht man nicht ganz so gut. Das Headlight sorgt dafür, dass ich hier so dieses Licht über dem Kopf habe und quasi aus dem Hintergrund ein bisschen raussteche. So, das ist mal ein kleines Behind the Scenes, wie das Ganze aussieht. Scharf stellen kann ich das Ganze auch per Handy-App. Ihr seht hier, wie gesagt, Stuhl steht so vom Winkel von 35 Grad jetzt entsprechend auf mich raufgeleuchtet. Die Lampe ist auch nicht ganz mittig, wie ihr seht, sondern bewusst ein bisschen seitlich, dass wir diesen seitlichen Shadow haben. Und hinten diese Lampe macht nur noch das Akzentlicht in der Mitte hinter mir. Ja, und dann da und dort, damit wir so ein bisschen Raumgefühl reinbekommen. Das ist mal so das ganze Setup, dass ihr es mal gesehen habt, wie ich einen Online-Kurs oder Online-Kongress leicht und schnell aufzeichne. Hier noch einmal durch. Die Lampe ist jetzt heute mal aus. Ja, das habe ich jetzt hier einfach mal so ganz fix in 10 Minuten aufgebaut und der Ton ist natürlich super und das Endergebnis hört ihr dann auch und seht ihr mal. So, welcome back zu diesem Video. Es ist schön, dass du dir das Behind the Scenes auch angeschaut hast und mal so ein bisschen gesehen hast, wie einfach es eigentlich ist. Es wirkt immer so, als wäre ein riesen Studio dahinter. In dem Fall habe ich gar kein Team. Ich mache das heute wirklich alleine, denn meine 2 Kollegen sind heute zu Hause und ich habe mir gesagt, okay, komm, ich mache das mal für mich in meiner Geschwindigkeit. So, ich gehe noch mal so ein bisschen zurück auf die Webseite. Manchmal hat man so diesen Gedanken, dass man so überlegt, okay, ja, wenn ich ein Video aufnehme, so, dann brauche ich auch eine Webseite. Klar wirst du in dem Online-Kongress auch erfahren, was es bedeutet, gute Texte zu schreiben, eine gute Webseite aufzubauen und ein Video einzubinden ist kinderleicht. Und zwar, wie geht das? Also, du machst dein Video fertig. Und das kannst du machen zum Beispiel über Adobe Premiere. Das ist ein Tool, womit du Videos schneidest. Du kannst das über DaVinci Resolve machen, auch ein Tool, womit man Videos schneidet. Adobe Premiere kostet Geld. DaVinci kann man sich kostenfrei runterladen für einen Mac oder iMovie für einen Mac oder Windows Movie Maker, obwohl ich vom Letzteren nicht ganz so überzeugt bin, kann man sich seine Videos leicht schneiden. Oder du kannst das auch mit deinem Smartphone machen. Du kannst mit deinem Smartphone deine Videos in Zukunft selber schneiden. Die App dafür heißt InShot. InShot.
Wenn du da 3 Euro ausgibst, dann hast du bei InShot auch die Möglichkeit, eine Premium-Version zu haben. Dann hast du kein Wasserzeichen mehr drin, aber du hast eine App, mit der du deine Videos unterwegs schneiden kannst. Du kannst also auf deinem Smartphone oder auf deinem Tablet dir dein Video raufziehen von deiner Kamera oder sogar mit dem Handy aufgenommen und kannst das Ding direkt schneiden. Und ich finde das der Wahnsinn, dass wir das heute können in der heutigen Zeit. Und wenn wir das geschnitten haben, ja, dann packen wir das bei YouTube rein, also wir laden das bei YouTube hoch und versehen das mit einem geilen Titel. Und jetzt kommt so die kleine Hausnummer, wie kann ich einen guten Titel schreiben? Also, am besten schreibst du im Titel immer etwas rein, worum es in dem Video geht. Ideal mit einem Schlüsselwort, also mit einem Wort oder einer Wortgruppe, zu der du gerankt werden möchtest. Dieses Video wäre zum Beispiel Online-Kongress Bettina Behrens, Leerzeichen minus Leerzeichen, wie du deine Videos leicht gestaltest oder wie du leicht deine Videos schneidest. Das würde sehr, sehr gut funktionieren, weil Videos leicht schneiden suchen viele Menschen bei YouTube und dementsprechend würde das Video besser ranken. Jetzt nehme ich diesen Titel, den ich oben reingeschrieben habe, und dann habe ich noch eine Beschreibung bei YouTube. Und wenn ich diese Beschreibung füllen will, dann nehme ich da am besten die Schlüsselwörter, die ich oben habe. Zum Beispiel würde in der Beschreibung sowas drinstehen wie: Der Regisseur und Medienexperte Oliver Albrecht zeigt dir, wie du leicht deine eigenen Videos schneidest und das in Leichtigkeit aufbaust. Zusätzlich liefert er dir als Zuschauer einen Einblick hinter die Kulissen und zeigt dir, wie du deinen eigenen Titel und deine eigene Beschreibung in YouTube-Videos auch super kinderleicht erstellst. Das wäre jetzt so eine Beschreibung, macht man die noch ein bisschen länger, damit sehr viele Keywords auch drin sind, aber der Nutzer auch weiß, worum es geht. Und am Ende einer Beschreibung kommt etwas richtig Gutes rein, und zwar Free Hashtags, also 3 Hashtags. Die fangen immer an mit einem Rautezeichen und dahinter steht dann entsprechend das Wort. Zum Beispiel Rautezeichen Videoschnitt, Rautezeichen YouTube Marketing, Rautezeichen Sichtbarkeit, weil Sichtbarkeit ist so mein Thema. Und dementsprechend hast du dann sofort 3 Hashtags, die werden über deinem Titel angezeigt. Ich blende das hier übrigens auch mal kurz ein, dass du mal siehst, wie kann das dann fertig aussehen. Und dann gibt es noch die sogenannten Hashtags, die man setzen kann. Hashtags sind nichts anderes als Schlüsselwörter, könnte man sie nennen. Man könnte sie als Suchphrase verwenden. Das heißt, ich könnte reinschreiben in die Hashtags Sichtbarkeit. Das ist ziemlich kurz. Darauf zu ranken wird ziemlich schwer, wenn du nicht schon den Markt dominierst. Aber was ich als Hashtag auch nehmen kann, ist Sichtbarkeit erlangen oder mehr Sichtbarkeit erreichen. Kann auch ein Hashtag sein. Ist eine Hashtag-Gruppe quasi, also ein Schlüsselwortgruppe. Die schreibe ich nicht zusammen, sondern mehr, Leerzeichen, Sichtbarkeit, Leerzeichen, erreichen. Dadurch schaffe ich es, dass ich bei Google und bei YouTube viel besser zu diesem Suchwort gefunden werde. In der Regel sagt man übrigens, zwischen 15 und 30 Suchwörtern trägst du ein und dadurch wirst du besser gefunden. Diese sind übrigens prioritär, also heißt von Stelle 1 bis Stelle 30 nehmen sie in der Priorität ab. Deine besten Suchwörter, zu denen du ranken willst, packst du oben idealerweise rein. So kannst du ein Video kinderleicht, also wirklich, das ist gar nicht schwer, aber ich habe es dir, wie gesagt, hier auch nochmal eingeblendet. Ich blende es jetzt nochmal ganz kurz ein, dann kannst du Pause machen und dir es in Ruhe anschauen. Kannst du für dich quasi dein Video extrem schnell ranken. Wenn du ein Interview mit jemandem machst, kannst du so natürlich tierisch schnell Bekanntheit erlangen. Denn Videos werden, das ist der Clou, Videos von YouTube werden bei Google prioritär gerankt. Das heißt also, bevor deine Webseite rankt meistens Google seinen eigenen YouTube-Style, also seine eigenen YouTube-Videos, relativ weit vorne. Und das ist so eine Rakete, weil du schaffst es, mit deiner Webseite zu ranken, mit deinem Video zu ranken und vielleicht noch eine andere Webseite, die über dich schreibt und vielleicht noch einen Presseverteiler und boom, dominierst du mit 4 Sachen gleich mal die Suchmaschine. Natürlich findet man dich dazu besser. Und jetzt kommt so der Gedanke von, okay, da muss ich ja einen YouTube-Kanal machen. Ja, du kannst einen YouTube-Kanal machen. Aber ich sag dir so, wie es ist, ein YouTube-Kanal braucht Aufmerksamkeit. Und der braucht Pflege und der braucht Zeit. Wenn du einmal im Monat ein Video hochlädst, dann kann das für einen YouTube-Kanal nicht wirklich förderlich sein. Lädst du aber jede Woche ein Video hoch, denn YouTube liebt Beständigkeit, dann bist du viel, viel schneller im Kontext drin und die Leute kommen auch und folgen dir. Das ist ähnlich wie mit einem Podcast. Wenn du einen Podcast aufnimmst und du haust jeden Monat eine Folge raus, dann wirst du keine Followerzahl erreichen, weil die Leute sagen, ja, ich kriege da nicht so regelmäßig Content, ich muss da drauf warten. Je regelmäßiger du deinen Content rausgibst, desto besser kommt es natürlich bei den Zuschauern an. Ich überlege gerade, was ich dir noch so mitgeben kann zum Thema Video. Oh ja, Leichtigkeit. Ein ganz großes und schwieriges Thema.
Ich habe mal vor der Kamera gesessen und so, was soll ich machen? Das Geilste ist, was ich mache, bevor ich aufnehme, ist, ich gehe erstmal ins Atmen. Ich atme 3-mal tief ein und aus. Also. Und wenn ich dann in ein Video reingehe, habe ich eine ganz andere Stimmung, habe ich ein ganz anderes Gefühl. Du merkst gerade, die Stimmung in diesem Video nimmt viel mehr ab. Ich habe viel mehr Ruhe und viel mehr, ich nenne es mal Erhabenheit im Video. Je nachdem, was deine Marke macht, kann das schnell oder langsam sein. Ich bin halt jemand, der sehr, sehr schnell das Video mitbekommst, aber du kannst auch langsamer sein. Und das bestimmst du. Aber meistens ist man, dass man so aufgeregt ist und so, deswegen atme ich vorher immer 3-mal tief ein. Jetzt kommt der nächste Gedanke gerade rein, der dir wahrscheinlich schon mal im Kopf war. Ja, aber was ist, wenn ich gerade mal einen Fehler mache und ich muss schneiden? Ich persönlich mit meinem Team, wir machen es so, wir verwenden in der Regel immer 2 Kameras und können von einer zur nächsten Kamera springen. Heute nehme ich mal extra nur eine Kamera, um dir zu zeigen, dass das völlig in Ordnung ist, auch mal sich zu versprechen. Ich habe, glaube ich, vorhin YouTube-Kanal nicht richtig ausgesprochen, sondern irgendeinen Fehler im Sprechen. Ich habe aber nicht gebreakt und gesagt, stopp, ich höre auf, ich mache es nochmal, sondern ich habe es laufen lassen. Denn eine Regel ist, wenn du dich mit einem Menschen unterhältst du dich nicht mit dem vor einer weißen Wand und du wirst auch nicht demjenigen sagen, stopp, vergiss, was ich die letzten 2 Minuten gesagt habe, ich fange nochmal von vorne an. Du redest mit demjenigen weiter und derjenige wird dich verbessern, wird dir helfen, wird eine Idee haben oder wird mit dir gemeinsam zum Beispiel, wenn du mal einen Fehler im Satz machst, ich habe letztens mal den Farmensanzen gesagt und meinte eigentlich den Samenpflanzen und schon wurde ich verbessert. Und das, also in den Kommentaren. Und das ist aber völlig in Ordnung, weil logischerweise, ich mache das ja für meine Zuschauer. Und da kommen wir zum nächsten Punkt. Für wen erstellst du deinen Content, deine Videos? Wenn du deine Webseite baust, dann muss sie nicht nur dir gefallen, sondern sie soll auch deinen Zuschauern gefallen. Wenn du deine Texte schreibst, sollen sie deinen Lesern gefallen. Wenn ich ein Video mache, soll das meinen Zuschauern gefallen. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass du mit deiner Community ins Feeling gehst, also mit den Menschen, die dein Video schauen und die Kommentare wahrnimmst. Wenn jemand runterschreibt, ich finde das doof, was du tust, dann bedanke dich dafür, dass er Ja sagt, also dass er sagt, ja, ich habe es mir angeschaut und ich finde das doof, denn er hat sich die Zeit genommen, dieses Video zu schauen und das für doof zu empfinden. Rule ever, wenn du jetzt hast von jemandem, der schreibt doof, dann gehst du rein und sagst, vielen Dank, dass du mir dein Feedback gibst, dass du das so empfindest. Was genau gefällt dir nicht? Was genau glaubst du, kann ich besser machen? Oder was würdest du dir vorstellen oder du dir wünschen? Dann gehst du in eine Feedback-Schleife, denn manchmal machen Menschen doof, nicht einfach nur so, weil sie sagen, ja, das ist doof, sondern Menschen gehen dann rein und sagen, ja, ist doof, weil sie können sich vielleicht noch nicht ausdrücken, sie haben nicht den richtigen Impuls und deswegen kannst du mit ihnen direkt in dieses Gespräch gehen und sagen, okay, was hat dir nicht gefallen, was kann ich besser machen, was kann ich machen, damit dir mein Content in Zukunft mehr bringt und deine Zeit ja auch schont. So, und das ist die Regel hinter Video. Mach dir nicht zu viele Gedanken. Erstmal machen. Meine ersten Videos waren unscharf, die waren schlecht gegradet, da waren die Farben nicht gut, da war das Licht extrem schlecht und der Ton war schlecht und so viele Sachen, die überhaupt nicht hingehauen haben. Aber mittlerweile ist es mir egal geworden. Denn mittlerweile hat man so die Fähigkeit, ich weiß welches Licht und so, das 13 Jahre Erfahrung. Entschuldigung, ich glaube, ich muss gleich. Nein, ich muss nicht niesen. Ich muss mir kurz die Nase zuhalten. Auch das lasse ich übrigens im Video drin. Mir hat gerade tatsächlich die Nase gejuckt und anstatt jetzt zu niesen oder das Video Stopp zu machen oder so, lasse ich es drin. Denn das ist der wichtigste Punkt in Videos. Authentizität. Dass du authentisch bist und das machst, worauf du Bock hast. Dass du das machst, was du gerne zeigen möchtest. Das ist authentisch sein. Und wenn du in der Nase popelst, okay, cool, das sollte man vielleicht nicht im Video machen, aber wenn du in der Nase popelst, popel in der Nase. Und wenn die Nase juckt, dann sag das oder halt die Nase zu und dann sag, hey, mir hat gerade die Nase gejuckt. Das ist auch nicht schlimm. Weil das ist halt auch wieder authentisch und das ist so ein, ja, ich nenne es mal so eine Übungsschleife. Also ich fasse mal kurz zusammen. Wichtig ist, wenn du deine Videos machst, lade sie bei YouTube hoch, mach den kleinen Kanal, lade sie bei YouTube hoch, ordentliche Titel, ordentliche Beschreibung, Hashtags in die Beschreibung, ganz unten am Ende 3 Stück, Hashtags setzen, also Schlüsselwörter setzen, 15 bis 30 Stück, von der Priorität ab, von oben nach unten runter und dieses Video auf deiner Webseite einbinden, in deinem Blog oder auf die Startseite oder auf eine andere Seite.
Idealerweise eine kurze Synapse, also eine kurze Zusammenfassung, was ist in dem Video passiert oder was ist für den Leser wichtig, der dieses Video eben vielleicht noch nicht geschaut hat. Wenn du möchtest, verwerte das Video auch nochmal die Audio und mach daraus eine Podcast-Folge und pack die in deinen Podcast rein, weil das ist ein unglaubliches Killer-Instrument, wenn du daraus noch eine Podcast-Folge machst. Ich glaube nämlich, dass dieses Ding hier auch eine Podcast-Folge wird für den Podcast, den ich habe, und zwar den Sichtbarkeit-Podcast Unsichtbar. Und da werde ich die Folge auch einfach hochladen, weil ich finde das unglaublich smart, das jetzt einfach dann zu verwerten. Natürlich erst nach dem Kongress, aber ich werde sie hochladen, weil ich finde das geil, dieses Thema, darüber zu sprechen. Die Zuhörer übrigens werden dieses Bild, was du siehst, jetzt nicht sehen, aber anyway, wem es dann interessiert, der kann sich dann immer noch die Kongressaufzeichnung holen als Package oder sich anmelden. Next Step, lass mich kurz überlegen, was ist noch wichtig im Video? Oh ja, was mir ganz, ganz häufig auffällt, viele drehen von ihren Events Videos, wenn sie Redner sind, auf einem Event sprechen oder ein eigenes Seminar haben, drehen die Videos, und das, was mich wirklich, wirklich, wirklich stört, ist, da ist eine Musik drunter, die überhaupt nicht passend ist. Also wenn ich ein Seminar mache über Yoga und Meditation, dann haue ich da nicht einen Techno-Beat runter. Deswegen findet the right music for the right experience. Also wirklich, dein Gefühl, was du in einem Seminar hast, das muss die Musik wieder transportieren. Und nicht nur Musik in ein Video zu packen, sondern, und jetzt kommt der Schlüssel für jene, die unbedingt mal ein kleines Video drehen wollen, wenn du das machst, dann, du kannst ganz, ganz viele Sachen drehen. Wichtig ist nicht nur Testimonials aufzuzeichnen, sondern auch dich in der Aktion aufzunehmen, wenn du auf der Bühne sprichst oder wenn du im Seminar bist. Denn du nimmst das, was du auf der Bühne sprichst, als Guideline, also quasi als Basement, als Grundlage, und schneidest dir dein Video auseinander und packst dir quasi deine Aussagen so ran, dass aus 2-3 Tagen ein geiler Satz wird, der den Nutzer so durch dieses Video führt. Passende Musik drunter, und die ganzen Bilder von Testimonials, von Aktionen mit Teilnehmern sind alles nur kleine Overlays. Das sind also quasi kleine Schnittbilder, die deinem Zuschauer einfach nur das Gefühl verstärken, untermauern oder mitgeben. Und das ist so die Regel für geile Trailer, für richtig geile Image-Trailer, Image-Filme. Und jetzt kommt noch was ich super, super wichtig finde. Nichts ist schlimmer als ein Imagefilm, der 4 Minuten dauert und ich mir denke, verdammt, nach 3 Minuten hätte ich schon abschalten müssen, war echt langweilig. Manchmal ist man in der Zeit drüber. So, ich habe schon Dinger gesehen mit 7 Minuten, wo ich sage, wow, okay, das ist geil, aber das ist echt zu viel. Manchmal tun es 1,5, 2 oder 2,5 oder 3 oder 4 Minuten auch. Lieber 4 Minuten knackig und geil auf den Punkt, als 5 Minuten und dann wird es nach der 4. Minute fremdschämend oder es wird langweilig oder der Zuschauer schaltet ab. Denn ideal ist ja, dein Zuschauer schaut dein Video vom Anfang bis zum Ende durch und sagt dann, Alter, geile Nummer, Call to Action, kommt vielleicht im Video noch, buch jetzt dein Ticket, und derjenige sieht diesen Text noch. Wenn er aber beim Dreiviertel abschaltet und gar nicht mehr sieht, kauf dieses Programm oder komm zu dem Event am so und so vierten, dann hätte ich mir ja eigentlich auch den Call to Action sparen können. Und das ist so das, was ich nochmal mitgeben will, was unglaublich wichtig ist. Für die Frauen unter uns, also jetzt nicht ich, aber du vielleicht, wenn du eine Frau bist, wenn du vor der Kamera sitzt und du hast dieses Gefühl von, ich weiß nicht, ich habe da heute einen Pickel oder da ist noch irgendwas oder da ist was. Jetzt gebe ich einen absoluten Insight. Ich bin geschminkt. Ja, ich bin geschminkt vor der Kamera. Ich habe mir von der Maskenbildnerschule, also ist eine meiner Kunden, habe ich mir beibringen lassen, wie man vor der Kamera sich abpudert. Ich mache jetzt nicht irgendwie, dass ich krass irgendwas wegmache, sondern ich pudere mich ein bisschen ab, damit ich nicht ganz so nicht so glänze an der Stirn. Ich würde jetzt regulär ja logischerweise als Mensch glänzen. Ein bisschen abpudern. Wenn ich einen Pickel hier habe, dann habe ich den. Habe ich die Wimper schief, habe ich die Wimper schief. Ist auf meiner Lippe irgendwie gerade irgendwas im Video zu sehen, dann ist es da. Aber das bin ich als Mensch. Das macht mich aus. Und das ist das, was, ja, die Männer ja schon häufiger einfach, denen ist das Banane. Also das sieht man ja im Urlaub, die laufen im Urlaub zum Teil rum. Das ist der Wahnsinn. Aber ihr Mädels und ihr Frauen und die Damen, zeigt euch mehr von dem, was ihr seid und wie ihr seid. Habt ihr einen Pickel, dann habt ihr einen Pickel. Dann darf der da sein. Ihr müsst kein Ideal irgendwie bedienen, damit man euch mag.
Man mag euch für das, was ihr sagt und der Mensch, der ihr seid und nicht für irgendwas anderes. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, was man über das Thema Video wissen sollte. Ansonsten ist es natürlich wichtig, wie gesagt, erstmal auch machen. Smartphone, hey, nimm dein Smartphone und nimm dein Video erstmal mit dem Smartphone auf. Schau mal eigentlich, was haben wir denn? 22 Minuten sind wir übrigens schon zusammen hier in diesem wunderschönen Kongress. Ich finde das schön, dass ich die Zeit übrigens mit dir teilen darf. Ich glaube, mit dem Smartphone erstmal machen. Also eine Challenge, die ich zum Beispiel häufig mit Teilnehmern mache, ist zu sagen, hey, geh doch mal rein und mach doch mal jeden Tag eine kleine Story. Eine Story aus deinem Leben. Film deine Kaffeetasse, film dich selbst, mach ein Morgenstatement, sag, hey, guten Morgen, schön, dass du da bist. Oder was auch immer du machst, erstmal eine Videostory, jeden Tag nur eine Videostory. Fühlst du dich nach 2? Mach 2. Fühlst du dich nach 3? Mach 3. Je nachdem, wie du dich fühlst, machst du deine Videostories. Aber eine auf jeden Fall. Das wäre meine Hausaufgabe, die ich dir mitgebe, oder meine Challenge an dich wäre, mach eine Story jeden Tag bei Instagram oder bei Facebook, je nachdem, auf welcher Plattform du bist, und dann boom, dann kommst du auch in so eine Leichtigkeit rein. Weil ich kann dir eins verraten. Die ersten Stories, die ich gemacht habe, war ich dann so, mach ich nochmal. Mach ich nochmal. Ich glaube, ich habe irgendwie 6, 7 oder 8 Anläufe gebraucht. Mittlerweile mache ich einen One-Take und dann raus. Weil jetzt ist es halt Routine, es ist Spiel, es ist Spaß, ich habe da Bock drauf. Ich setze mich gern vor eine Kamera und spreche gern darüber, weil ich weiß, ich helfe damit natürlich auch Menschen. Und das ist das, was ich dir mitgeben möchte, einfach so eben auch mal Stories machen. So, und wenn du jetzt sagst, okay, wie kann ich denn aber Content für Social Media produzieren, gebe ich dir auch noch was mit. Videos und Social Media helfen ungemein. Und zwar gibt es bei Instagram mehrere Formate. Es gibt einmal den One-Minute-Post, also das normale Posting, 1 Minute Video-Content, im Quadrat, also 1:1, im 4:5, entsprechend, also quasi ein bisschen höher, ein bisschen so. Dann gibt es 16:9, das, was du jetzt hier gerade siehst, das mache ich relativ selten, weil ich erreiche den Nutzer nicht so, weil das ist recht schmal, deswegen 4:5 mein ideales Format oder 1:1 quadratisch, 1 Minute. In 1 Minute kurz mal ein Ding auf den Punkt bringen, was man so im Durchscrollen sich anguckt, oh, und dann weiter. Wenn du sagst, ich habe ein richtig wichtiges Thema, wie zum Beispiel dieses Video, würde ich eine IGTV draus machen, also eine Instagram TV. Das heißt also, das Video kann halt extrem lang sein. Es kann 4 Minuten sein, 5 Minuten, 10 Minuten und ist immer im Hochformat in 9:16. Also nicht 16:9, so wie du dieses Video siehst, würdest du es umdrehen und dann 9:16, so wie die Insta-Stories auch sind. Dann erreichst du damit Nutzer sehr, sehr gut. Du kannst auch 4:5 nehmen für Instagram TV. Wichtig ist, der Content sollte über 2 bis 3 Minuten Minimum sein, idealerweise 4 Minuten, und dann kannst du damit richtig gut neue Nutzer erreichen. Ansonsten, wie gesagt, Instagram Stories und bei Facebook auch 4:5 als ideales Format, denn damit erreichst du Menschen richtig gut, oder halt Quadrat. Und bei Facebook funktioniert Quadrat auch sehr gut. Auch hier wieder die Regel nicht unter 4 Minuten. Und das sind, glaube ich, so die wichtigsten Tipps für die 2 Social-Media-Plattformen. Ich weiß, es gibt noch Instagram Reels und es gibt TikTok, aber sorry dafür, TikTok ist überhaupt nicht mein Spielfeld und Instagram Reels ist auch nicht mein Spielfeld. Ich weiß, dass es da Experten gibt, die ja gerne drüber sprechen, aber nope. Ich bleibe bei dem, was ich mache. Ich bin Regisseur und bleibe bei den Medien, die ich richtig geil finde. Aber ich weiß, TikTok und Instagram Reels funktioniert richtig gut, je nachdem, was deine Zielgruppe ist. Und ich kenne da einige Experten, die es richtig gut machen. Also dementsprechend, auch das ist ein Versuch wert, wenn du da Bock drauf hast. Ich überlege noch, was gibt es noch Feines, was wir beide miteinander besprechen sollten? Ton. The last and only thing ist Ton. Nichts ist schlimmer als ein richtig, richtig, richtig geiles Video und dann haut der Ton voll in die Tonne. Ich finde das richtig übel, weil ich habe zum Teil so geile Videoqualitäten gesehen, aber der Ton stimmt nicht. Und hier meine Top 3 Mikrofone-Empfehlungen für dich. Das VideoMic NTG von Rode, also Rode VideoMic NTG, das ist das Mikrofon ever, das ist ein Richtmikrofon, hat einen eingebauten Akku. Das kann man für Zoom verwenden am PC, weil man es mit einem Kabel direkt am PC anschließt. Dann kann man seinen Kopfhörer anschließen, kann sogar als Podcast-Mikrofon verwenden. Oder in einem Online-Kongress wie hier oben auf die Kamera rauf und ich habe so einen gerichteten Ton, also der ist sehr auf mich gerichtet und dadurch hört man mich besser und weniger die Umgebungsgeräusche. Tipp Nummer 2 als Mikrofon, ein Lavalier.
Also ein Mikrofon, was man so unters Hemd kleben kann oder ans Hemd ranmachen kann oder ans Sakko ranmachen kann. Das ist ein absolut geiles Ding, wenn du viel produzierst und du aber einen recht lauten Raum hast. Also einen lauten Raum im Sinne von, du willst, dass man dich direkter hört. Das ist wirklich sehr, sehr geiles Mikrofon. Ich klebe mir das zum Beispiel unter das T-Shirt runter, so zack unter das T-Shirt, damit man es nicht sieht, ungefähr so auf dieser Höhe. Und dann hört man mich viel, viel besser. Und das Mikrofon liegt so dicht an meinem Brustkorb, dass man so ein Brummen noch hört in der Stimme. Das ist bei dem VideoMic NTG natürlich, weil es ein bisschen weiter weg ist, nicht ganz so effektiv, das Brummen, wie eben am Lavalier. Lavalier hat einen weiteren Vorteil, wenn ich es als Funk-Lavalier nehme, und zwar das Rode Wireless Go plus ein Lavalier, was man dazu kaufen kann, liegt man bei ca. 250 €. VideoMic NTG auch 250 €. Hat man die Möglichkeit, auf die Kamera das Ding raufzuklippen, den anderen Clip an die Tasche oder an den Gürtel ran, Lavalier unter das Hemd geklebt oder an Sakko ran, und dann kann man auch draußen aufnehmen. Und die Kamera steht mal 10 Meter entfernt und man hört dich trotzdem richtig gut. Das ist natürlich bei Events der Hammer. Wenn du Menschen bei großen Veranstaltungen hast, bei Events, klippst du denen das ran, zack, und dann können die direkt sprechen. Also das Rode Wireless Go mit einem extra Lavalier-Mikrofon gibt es auch als Set zu kaufen. Finde ich, ist eine absolut geile Nummer. Und the last and only sind Kabellavalier. Die gibt es für Smartphone, die kann man direkt ans Smartphone ranstecken, unten in den Lightning-Port oder ans andere, je nachdem USB-C, wenn man Android hat, mit Kabel ran. Dann kann man sein iPhone nehmen und kann das Video machen, dann hat man natürlich ein Kabel, aber das ist die Semi-Einstiegsvariante, die liegt so bei 50 € und ist für viele auch erstmal der richtige Schritt. Wenn man jetzt selber was aufnimmt, kann man das Handy hier vorne hinstellen, macht ein kleines Verlängerungskabel ran, die gibt es da auch zu kaufen für irgendwie 11 € oder so, und dann kann man sich hinsetzen, hat das Kabel bis hier. Muss man halt nur aufpassen, dass man nicht aufspringt, wegrennt und noch die Kamera mitreißt. Aber das sind so die Tipps, die ich dir mitgeben möchte heute im Thema Film. Solltest du Fragen oder Wünsche haben nach diesem Kongress und sagst, hey, ich will mehr über das Thema Film wissen, dann findest du natürlich auch weitere Informationen auf meiner Webseite unter oliver-albrecht.com. Und ich möchte dich natürlich auch, wenn du sagst, das ist alles so mein Thema und ich will viel mehr wissen, wie mache ich das mit Licht? Wie mache ich das mit der Kamera? Wie erstelle ich da meinen Content mit Film? Wie kann ich mich da als Marke viel, viel sichtbarer machen, mich positionieren und in die Sichtbarkeit kommen? Lade ich dich ein, mein Produkt kennenzulernen, die Video-Marketing Masterclass. Da geht es darum, wie du deine eigenen Filme drehst. Welches Equipment brauchst du? Wie baust du so ein Setup hier in der Leichtigkeit auf? Und auch noch viele weitere Dinge rund um das Thema Film und Video. Und wenn du dabei sein willst, würde ich mich freuen. Ansonsten freue ich mich auch wirklich von ganzem Herzen, dass du diesen Online-Kongress mitmachst. Denn eins weiß ich, ich habe oft mal verschiedene Kongresse schon gesehen und nicht jeder Kongress hat mich abgeholt. Aber wenn du dieses Video bis zu dieser Stelle geschaut hast, dann bist du ein verdammt neugieriger Mensch und dann ist das genau richtig, dann ist das geil, wollte ich gerade sagen. Dann ist das richtig geil und deswegen danke ich dir, dass du dabei bist. Ich freue mich, dass diese Community hier wächst, die Online-Kongress-Community, und ich finde es auch nochmal an der Stelle übrigens ein Chapeau-Hut ab für diese Challenge, die sich die Bettina Behrens hier aufgesetzt hat, ein Kongress-Package zu machen in dieser Größe und in dieser Schnelligkeit ist der Wahnsinn, denn eins verrate ich an der Stelle: Als ich mit Bettina gesprochen habe, hat sie gesagt, ich brauche heute noch deine Beschreibung und ich brauche morgen dein Video vom Kongress. Das heißt also, gestern haben wir geschrieben und heute ist das Video im Kasten und du schaust es dir jetzt an und das ist eine unglaubliche Leistung. Deswegen, liebe Bettina, vielen Dank. Wenn du das Video nämlich auch schaust, wovon ich ausgehe, dann Dankeschön, dass du diesen Kongress möglich gemacht hast und danke dir fürs Zuschauen und wünsche dir damit alles Gute und viel Spaß und komm in die Sichtbarkeit. Und ich möchte dir noch eins mitgeben: Es ist schön, dass du Experte bist, aber es ist doof, dass es keiner sieht. Und deswegen geh raus und mach mehr Filme und zeig den Leuten, wie man Emotionen durch Filme verbreitet. Vielen Dank, mein Name ist Oliver Albrecht, ich bin Regisseur und Medienexperte und du sagst, das war genau das Richtige für mich, dann hol dir die Sichtbarkeits-Soforthilfe unter oliver-albrecht.com und schön, dass dieser Kongress existiert. Bis dahin, ich bin raus.